Mahlzeit, Freunde der Miata jetzt. Mal wieder ein neues Video von uns. Heute geht es mal wieder ein Tutorial. Wir werden heute bei meinem NA Radlager wechseln vorne. Wie das ganz schnell und einfach hoffentlich geht, zeige ich euch jetzt. Und wir fangen direkt mal an. Und ich werde mich umziehen, das Auto hochbocken und dann starten wir. So, dann fangen wir mal an mit dem, was wir brauchen. Natürlich einen Wagenheber, einen ordentlichen Steckschlüsselsatz, Drehmomentschlüssel zum Lösen und Festziehen der Radmuttern, die neuen Radlager und ich habe mal meinen Werkzeugkasten hingestellt. Mal gucken, ob wir daraus gleich noch was brauchen. Im Prinzip sollten wir mit dem Ratschenkasten durchaus hinkommen. Zum Radlager. Ich habe mir die jetzt von Nipparts bestellt. So sehen die aus vorne. Da ist also Radnabe und Radlager ein Teil. Das wechseln wir dann komplett. Da gibt es eine kleine Besonderheit, und zwar habt ihr ein Auto mit ABS, zum Beispiel der NB, spätere NA-Modelle, die haben hier so einen Zahnkranz. Da bitte darauf achten, dass ihr das richtige Teil für euer Auto bestellt. So, bei denen ohne ABS ist es egal. Ich habe mir sagen lassen, man kann auch die ABS-Radnabe nehmen und in ein Non-ABS einbauen, natürlich nicht andersrum, nur so rum. Aber ich habe mich dazu entschlossen, das richtige Teil, passende Teil für mein Auto zu bestellen. Und das werden wir jetzt mal einbauen. Wie das geht, kommen wir jetzt im nächsten Schritt zu. So, jetzt haben wir das Rad abgenommen und wir wollen ja an die Radnabe. Also ist uns die Bremsscheibe, der Bremssattel und der Bremssattelhalter im Weg. Das müssen wir jetzt abnehmen. Dazu nehmen wir uns am besten eine Ratsche mit 14er Nuss und dann schrauben wir das hier geschwind los. Da ich die jetzt nicht vor allzu langer Zeit schon mal gewechselt habe, sind die jetzt nicht besonders fest. Das ist für mich ganz gut. Bei euch kann das sein, dass die ordentlich festgebacken sind. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Dann nimmt man den Gleitbolzen raus, packt den gut weg. Zack, schon hat man den Sattel. Am besten hat man natürlich solche S-Haken, kann den dann einhängen. Hier trifft sich jetzt ganz gut, kann man den Sattel schön auf den unteren Dreieckslenker legen und dann stört er uns auch nicht mehr. Dann vom Sattelhalter hinten die beiden 14er Schrauben ebenfalls lösen und rausnehmen. Und schneller als man sich versieht, kommt einem da alles schon entgegen. Nehme ich vorsichtig den Sattelhalter ab. Das kann ich gleich wieder reinfriemeln. Je nachdem empfiehlt es sich auch erst die Belege einzeln rauszunehmen. Dann kann man das alles in Ruhe abnehmen, falls das alles ein bisschen fester ist. Bei mir war es jetzt lose, deswegen geht das alles schön. Dann nehme ich noch die Scheibe ab. Die brauchen wir mal wieder. Also lege ich die vorsichtig an die Seite. Und dann sind wir schon am Radlager. So, haben wir jetzt alles gelöst und beiseite gelegt, müssen wir jetzt den Deckel von der Radnabe von der Zentralmutter abnehmen. Dazu nehmen wir uns einen langen Schraubendreher, Schlitz, also relativ breit, oder hier so ein Körnergerät, und gucken, dass wir hier dazwischen kommen, zwischen Deckel und der Radnabe selber, und dann vorsichtig mit dem Hammer immer weiter rausziehen. Und wenn wir das geschafft haben, fällt es einfach ab. Und wir kommen hier an die Zentralmutter. Um jetzt die Zentralmutter abzunehmen, muss man zunächst hier diesen eingeschlagenen Splint ein bisschen hochdrücken wieder. Das machen wir mit einem dicken Schraubenzieher oder einem Körner, sonst kann sich die Mutter nicht drehen. Das ist die Sicherung. Wenn wir das gemacht haben, können wir mit einer 28er Nuss und relativ viel Drehmoment diese Mutter dann auch lösen, um das Lager abzunehmen. So, das müsste reichen. Und dann probieren wir mal, die Mutter zu lösen.
Dem einen oder anderen schlaueren Betrachter ist jetzt vielleicht aufgefallen, dass das eine 30er Nuss ist. Weil ich Blödmann meine andere Nuss an der Halle gelassen habe, die 28er, muss ich gerade mal ein bisschen improvisieren. Aber es funktioniert. Und dann können wir das alte Radlager einfach abheben. So, vergleichen wir mal kurz die Teile. So. Radlager alt gegen Radlager neu. Das sieht gut aus. Und dann werden wir das jetzt mal einbauen. Und das ist eigentlich nur das gleiche in rückwärts. Vorher werde ich das natürlich noch vernünftig säubern. Und ja, dann können wir es schon wieder einbauen. So, bevor wir das neue Lager montieren, empfiehlt es sich, noch ein bisschen Hochleistungsfett da dran zu machen. Das ist jetzt dieses PTFE-Spray, das gibt aber auch andere Hochleistungsfette, die sind ganz gut, wenn man das neue Lager montiert. Dann passt das schön drauf und das minimiert Reibungen. Wenn wir das gemacht haben, können wir die Zentralmutter wieder aufsetzen. Ziehen die wieder schön an. Drehmoment ist in diesem Fall 215 Newtonmeter. Laut Werkstatt-Handbuch Mazda. Ups. So. Und dann geht's ans Anziehen. Das sieht. Haben wir das wieder angezogen, nehmen wir uns einen Körner und schlagen hier die Sicherung wieder ein. Das ist ja eine zusätzliche Sicherung für uns. Schlagen das also ein paar Mal ein, sodass ich die Schraube nicht lösen kann, die Mutter. Bestens. Wenn wir jetzt alles wieder zusammenbauen wollen, gilt es sich hier ebenfalls ein bisschen von diesem Hochleistungsfett dran zu machen, damit die Bremsscheibe nicht so sehr an der Radnabe anbacken wird. Ebenfalls sollten wir gucken, dass die Auflagefläche der Bremsscheibe halbwegs sauber und gereinigt ist. Und das zusammen mit dem sorgt dafür, dass die Bremsscheibe weniger anbackt und wir die beim nächsten Mal besser runterbekommen. Dann können wir die Bremsscheibe aufsetzen. Sehr gut. Und im nächsten Schritt werden wir dann wieder den Sattelhalter anmontieren. Dazu nehme ich die Belege jetzt auch raus. Das ist dann nämlich deutlich einfacher. Voila. So, da kommen dann wieder unsere 14er Schrauben zum Einsatz, die wir gerade rausgedreht haben. Das Ganze können wir schon wieder festziehen. Damit ist der Sattelhalter schon mal wieder fest. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, die Belege wieder einzusetzen. Darauf achten, dass die Klammern, die sich oben und unten am Sattel bzw. am Sattelhalter befinden, nicht an der Bremsscheibe schleifen, richtig eingelegt sind. Dann passen auch die Belege vernünftig. Und nicht vergessen, diese Klammern, die die Bremsbacken bzw. die Belege auseinanderdrücken, wenn man nicht bremst. Minimiert unschöne Geräusche und auch ein bisschen den Verschleiß.
Ist übrigens schade, dass die bei vielen Herstellern nicht mehr mitgeliefert werden, diese Klammern. Wenn man neue Bremsbeläge bestellt. Früher war das eigentlich so, dass man die dabei bekommen hat. Bevor wir die Gleitbolzen für den Sattel und den Sattel selber wieder einsetzen, empfiehlt es sich, diese nochmal zu reinigen. Das machen wir am besten mit Bremsenreiniger. Und dann mit Plastilub. Das ist ein Hochleistungsschmierstoff für diese Scheibenbremsbeläge und Scheibenbremsen, für die Schwimmsättel. Damit ein bisschen einzuschmieren. Dann gleiten die schön und sorgen dafür, dass die Bremse nicht festbackt. So. Das gleiche gilt für diesen Gleitbolzen. Den kann man auch vorher einmal abputzen mit Bremsenreiniger. Zack. Und dann ein bisschen mit Plastilub bearbeiten. Dann kann man das wieder zusammenschieben. Den unteren Gleitbolzen wieder einsetzen. Darauf bitte achten, dass die Manschette hinten, das Gummi, nicht gequetscht wird oder verdreht ist, weil das sieht hinterher echt blöd aus und schränkt die Leistungsfähigkeit eurer Bremse ein. Ich zeige euch das mal kurz. So, hier seht ihr es. Da ist die Gummimanschette und die sollte nicht gestaucht, gequetscht sein, sondern da sollte der Gleitbolzen durchgehen und sich durchführen lassen, damit wir die Wirkung der Scheibenbremse nicht beeinträchtigen. Wenn wir das Ganze dann eingesetzt haben, geht es weiter mit dem Festziehen. Festziehen tun wir das Ganze natürlich wieder mit unserer 14er Ratsche, in die richtige Richtung stellen muss. Sehr schön. Eins. Oben ist ja zum Rausziehen. Wollte ich schon oben ansetzen. So, damit haben wir das schon mal wieder zusammen. Was fehlt uns noch? Das ist der Deckel. Der kommt wieder hier auf die Narbe drauf. Da kann man sich, wenn man den richtig angesetzt hat, vorsichtig einen Hammer nehmen und den Stück für Stück in die richtige Position bringen. So, und dann sind wir auch schon fertig mit dieser Seite. Die andere Seite funktioniert ganz genauso. Aber ich denke, mit der einen Seite kommt es schon ganz gut klar. Und an der anderen Seite ist das Ganze nur gespiegelt. Jetzt das Rad noch aufsetzen, festziehen, Drehmoment beachten und dann seid ihr schon fertig. Radlagertausch beim MX5. Einfach erklärt. Ja, hat euch das Video gefallen? Lasst uns ein Like da, gebt uns ein Feedback. Was wollt ihr sehen in den nächsten Videos? Welche Tutorials fehlen euch? Was braucht ihr unbedingt? Sagt es uns, schreibt es uns in die Kommentare, auf die Facebook-Pinnwand, folgt uns bei Instagram. Lasst uns zusammen groß werden. Wir machen, was ihr sehen wollt. Bis dahin, eure Gearheads.